Herr Jamal Khashoggi war ein saudi-arabischer Journalist. Er war am 13. Oktober 1958 in Medina, Saudi-Arabien, geboren und er starb und war ermordet in der saudi-arabischen Konsulat in Istanbul, Türkei am 2. Oktober 2018 im Alter der 59 Jahre. Er war Direktor der saudi-arabischen Tageszeitung Al-Watan und Medienberater des saudi-arabischen Prinzen Turki ibn Faisal. Ab dem 2. Oktober 2018 galt er als vermisst, nachdem er das saudi-arabische Konsulat in Istanbul betreten hatte. Mehr als 2 Wochen später gestand Saudi-Arabien ein, dass Khashoggi an jenem Tag getötet wurde. Khashoggis Vorfahren wanderten im 16. Jahrhundert in den Hedjas ein, als dieser Teil des Osmanischen Reiches war. Sein Familienname ist die arabisierte Version des osmanisch-türkischen Wortes für Löffler, in heutiger türkischer Schreibung Kaşıkçı. In den türkischen Medien wird er daher Cemal Kaşıkçı geschrieben. Er ist ein Neffe oder war ein Neffe des Waffenhändlers Adnan Khashoggi. Khashoggis Familie gehört dem saudi-arabischen Establishment an und unterhielt stets gute Verbindungen zum Königshaus der Saud. Einer seiner Verwandten war Leibarzt des Staatsgründers Ibn Saud. Khashoggi schloss in seiner Geburtsstadt Medina die Schule ab und studierte an der Indiana State University in den USA Betriebswirtschaftslehre. Er schloss sein Studium im 1982 oder 1983 mit dem Bachelor of Business Administration ab. Khashoggi arbeitete zunächst als Regionalleiter für die Buchladenkette Tihama, dann als Auslandskorrespondent für die Tageszeitung Saudi Gazette und Okaz tätig. Dann schrieb er für verschiedene saudi-arabische Tages- und Wochenzeitungen, darunter Asharq al-Awsat, Al-Majalla und Al-Muslimun. Vom 1991 bis 1999 wurde er Chefredakteur bei der Tageszeitung Al-Madina. In seiner Funktion als Chefredakteur hielt er sich als Auslandskorrespondent unter anderem in Afghanistan, Algerien, Kuwait und dem Sudan auf. In Afghanistan führte er im 1987 ein Interview mit Osama bin Laden, während dieser dort gegen sowjetische Truppen kämpfte. Khashoggi hatte bin Ladens Entwicklung zum radikalen Islamisten schon jahrelang verfolgt. Er traf ihn später nochmals in Tora Bora und im Sudan. Khashoggi drängte bin Laden damals dazu, der Gewalt abzuschwören. In dieser Zeit wurde er zu einem Vertrauten von Prinz Turki ibn Faisal, der damals Chef des saudi-arabischen Geheimdienstes war. Vom 1999 bis 2003 war er stellvertretender Chefredakteur bei Arab News, Saudi-Arabiens
wichtigster englischsprachiger Zeitung. Ein Jahr der Anschläge vom 11. September 2001 wurde ein Artikel von ihm auf Englisch veröffentlicht, in dem er die Attentate einen Anschlag auf Toleranz, Koexistenz und den Islam selbst nannte. Im 2003 übernahm er die Leitung der als eher progressives saudisches Blatt geltenden Zeitung Al-Watan, die ihm nach nur 52 Tagen entzogen wurde, da er in einem Artikel saudi-arabische Religionsgelehrte und Ibn Taymiyyah, den spirituellen Vater des Wahhabismus, kritisiert hatte. Im 2007 beauftragte man ihn erneut mit der Leitung von Al-Watan. Von diesem Posten trat er im Mai 2010 mutmaßlich auf Druck zurück, nachdem in der Zeitung ein Artikel des saudi-arabischen Dichters Ibrahim al-Mae erschienen war, der ultrakonservative religiöse Strömungen kritisierte. Nach seinem zweiten Rücktritt bei Al-Watan wurde er von Prinz Al-Walid ibn Talal zum Direktor des Al-Arab News Channel in Bahrain ernannt. Er war außerdem oft als politischer Kommentator beim MBC, der BBC, Al Jazeera und Dubai TV zu sehen. Khashoggi hatte Sympathien für die Muslimbrüder und vertraute auf die Fähigkeit und den Willen moderater islamistischer Akteure, Vorreiter eines demokratischen Wandels in der arabischen Welt zu sein. Khashoggi war kein radikaler Gegner des saudischen Königshauses. Für sich selbst lehnte er die Bezeichnung Dissident ab. Zunehmend kritisch positionierte sich Khashoggi gegen das jüngste, offensiv anti-iranische und teils kriegerische saudische Engagement in der Nahostpolitik. Er lehnte insbesondere die saudische Militärintervention in Jemen und die politischen Maßnahmen Saudi-Arabiens gegen Katar ab. Im Oktober 2018, kurz vor seinem Verschwinden, gab Khashoggi der BBC ein Interview, in dem er sich kritisch zum israelischen Siedlungsbau äußerte. Der damals noch in Saudi-Arabien lebende Khashoggi kritisierte 2 Tage nach der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten im November 2016 als Gast in einer US-Diskussionsrunde den gewählten Präsidenten Donald Trump in vorsichtiger Form. Nach Khashoggis Darstellung erhielt er daraufhin kurze Zeit später einen Anruf des Medienberaters von Kronprinz Mohammed bin Salman, in dem ihm ähnliche derartige Äußerungen und der Kontakt zu ausländischen Journalisten untersagt wurden. Nachdem er in den folgenden Monaten das Gefühl bekam, dass sein Spielraum in Saudi-Arabien zunehmend enger werde, ging Khashoggi im Sommer 2017 ins Exil in die Vereinigten Staaten von Amerika. In weiteren Beiträgen für die Washington Post äußerte sich Khashoggi wiederholt kritisch über die Verhältnisse in Saudi-Arabien und über den Kronprinzen. Saudische offizielle Stellen versuchten mehrfach mit attraktiven Angeboten Khashoggi zur Rückkehr nach Saudi-Arabien zu bewegen.
Am 2. Oktober 2018 suchte Khashoggi das saudi-arabische Konsulat in Istanbul, Türkei auf, weil er Dokumente für seine Heirat abholen wollte. Seitdem galt er als vermisst. Medien berichteten am 7. Oktober 2018, die türkische Polizei gehe davon aus, dass Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat ermordet oder entführt worden sei. Am 20. Oktober 2018 um 1 Uhr Ortszeit, mitten in der Nacht zwischen den beiden Wochenendtagen in Saudi-Arabien, berichteten saudische Staatsmedien, dass Khashoggi im Istanbuler Konsulat getötet wurde. Zeitgleich wurde die Verhaftung von 18 verdächtigen Personen sowie die Entlassung des stellvertretenden Geheimdienstchefs und weiterer Personen aus dem Umfeld des Kronprinzen bekannt gegeben.